Moin Leiflü und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Radbot, wir spielen eine Runde Sovel und zwar spielen wir mit den Goatman Raiders nochmal. Und wir nehmen heute den Longhorn, den Tiermenschenhäuptling, spielen auf Stufe 4 und wir nehmen Hunde und wir nehmen, weiß ich jetzt nicht so genau. Wir nehmen Hunde und wir nehmen Harpien. Ich weiß gerade gar nicht, mit was der Longhorn kommt. Ich wollte, wir hatten letztes Mal die beefige Truppe mit den Minotauren und so weiter und so fort. Heute wollte ich mal eine schnelle Angreifstruppe spielen. Wir haben hier die Hunde, da die Hunde, hier die Flattervögel. Und wir kommen mit normalen Goatman Warrior. Handwaffe, Schild, 3, 4, 4. Also, ja, relativ normal, hätte ich sagen. Unser Boss hat eine Great Weapon. Wir haben die Ambush-Fähigkeit, das heißt, wir können bis hierhin vorziehen. Bei Goblin Raiders ist das vielleicht nicht so brauchbar. Und wir haben Warcry, alle Units kriegen plus 1 Power. Und wir starten in den ersten Kampf. Ich hatte kurz überlegt, weil die Videos mit den fernkampflastigen Armeen, das für jede Armee einmal zu machen. Dann ist mir allerdings aufgefallen, dass die vier Menschen, die Beastmen, eine Fernkampfeinheit haben. Und das sind ihre Bogenschützen, Ungor-Typen, und die sind jetzt nicht so besonders gut. Wir versuchen das hier irgendwie. So sieht das doch in Ordnung aus. Da können wir nämlich nichts angreifen. Das ist gut. Wenn wir nichts angreifen können, können wir uns auch nicht verletzen. Und sich nicht verletzen ist wichtig. Blöd wäre es natürlich, wenn die uns angreifen können. Unsere Hunde haben 2 Attacken, 5 Power im Angriff. Das sollte für Goblins ja wohl reichen. Ansonsten könnten wir noch den Warcry rausschreien. Möchte ich aber eigentlich erst nächste Runde machen. Wenn mehr meiner Truppen im Nahkampf sind. Hier schaffen wir es ganz gut, in den Rücken reinzufliegen. Die können vielleicht hier noch in die Flanke fallen. Schauen wir erstmal, wie der Kampf hier ausgeht. Wir treffen 7 Mal, das ist schon gut. 5 Goblins tot. Ah, die haben nur eine Wound. Das ist blöd. Da wären die Centigors in dem Sinne besser gewesen, glaube ich. Die müssten 2 Lebenspunkte haben, wie alle Kavallerie. Und den in den Rücken. Ne, gut, die Front wollen wir nicht angreifen. Und dann gibt es den mächtigen Warcry. Achso, Space, genau. Gucken, was unser Commander kann. Er kann 3 Goblins töten, das ist schon mal nicht schlecht. Unsere Warrior töten auch nochmal 4. Mit 6 Power dann im Angriff und Warcry. Das ist eine ganz ordentliche Summe. Okay, das war deutlich schlechter. Nur um 3 gewonnen. Reicht allerdings bei Goblins auch. Wenn es Zwerge wären, hätten die Harpien wahrscheinlich ein Problem. Aber so ist ja alles in Ordnung. Wir holen uns die Goatman Warrior. Da fehlen uns ein paar, weil wir auf der Schwierigkeitsstufe schon einen schwächeren Start haben. Okay, wir können irgendeine Unit von uns mit Armor Save Reroll ausstatten. Das sind jetzt alles natürlich nicht die besten Einheiten dafür. Na gut, dann nehmen wir unsere Goatman Warrior. Weiß ich nicht. Ich lieber eine andere Einheit gehabt. Eine, die mehr
bei der sogenannten Hammer- und Amboss-Technik mehr Amboss ist, aber schon gut. Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, Hammer Amboss bedeutet, du hast den Amboss, das ist der Tank sozusagen, die beefige Unit, die da steht, und den Hammer, das ist dann die schwere Kavallerie oder so, die in den Rücken fällt oder in die Flanke fällt und den Schaden macht. Da wäre es natürlich von Vorteil, wenn der Tank auch ordentlich tanken kann. Vorhin nicht genau angeguckt, gegen was wir kämpfen. Diese Vorstimmtaktik ist natürlich ein bisschen schwierig gegen Untote, weil die nun nicht besonders viel wegrennen. Genau genommen sind die Direwolves das Einzige, was überhaupt wegrennen könnte, technisch gesehen. Ja, wir chargen erst jetzt die Runde, in der Hoffnung noch ein paar Angriffe in Flanke und Rücken zu bekommen. Wäre ziemlich gut, wenn die Hunde immun, nicht immun, aber hier schweres Terrain ignorieren könnten. Wäre doch auch ein immenser Vorteil. Ja gut, ihr seid jetzt der sogenannte Amboss-Trupp. Natürlich schon gerne die Direwolves angreifen, aber das wird wohl nichts werden. Oh, dieser Schneeboden, dann sieht man leider die Linien einfach nicht allzu perfekt. Ist da die Flanke fallen, dann machen wir das. Dann haben es die Harpien vielleicht nicht so leicht gegen die Zombies. Aber die Skelette werden dafür schön schnell auseinandergenommen. Na. Noch ein Movement Speed mehr. Ja, wir machen hier natürlich den Warcry. Harpien übrigens 3, 4, was? 3er Skill, 4 Power, 3 Defense, 2 Leben, 2 Attacken. Also eine okay Unit. Halt nicht viel aus, aber das kann man hier über die ganzen Einheiten sagen. Ja, 2 Attacken, 2 Wounds, schon in Ordnung. Hier sterben auch das zweite Glied fast vollständig, das heißt, der Rückschlag der Zombies wird ziemlich gelinde ausfallen. Sehr sanft werden. Endlich kommen wir an die Hunde ran. Na gut, die sind Hops. Brauchen wir jetzt auch nicht so uns lange mit beschäftigen. Harpien treffen 6 Mal, das ist ganz gut. Die treffen auch auf 3 gegen Zombies, weil die nur 2 Skill haben. Hier stirbt ein Modell. Dann sind die Zombies auch weg. Jetzt sind nur noch die Hunde. Die rennen diese Runde weg. Da brauchen wir auch nicht chargen. Dann gibt mir das Ganze. Versuche gerade mal ein bisschen schneller zu spielen. A, damit die Videos nicht unendlich lang werden. Und B, auch ein bisschen Zeitdruck. Ein bisschen Zeitdruck, nicht immens viel, aber wie gesagt, halt ein bisschen. Wir kriegen Random Demonic Gift. Defense mehr, ist in Ordnung. Hier kriege ich einen Skill mehr. Gut, hätte ich sowieso drüber nachgedacht. Von daher auch das gut. Okay, wir hatten möglicherweise sowieso nicht die Möglichkeit für 2 Elite-Kämpfe. Und weil die Zeit ein bisschen drückt. Nee, wir nehmen schon die Kämpfe hier mit. Wir könnten auf einem Chariot fahren. Wollen wir aber, glaube ich, nicht. Ja? Habe ich noch nie gemacht.
Na, wir gehen mal auf den Streitwagen. Ich glaube, dass das nicht besonders gut ist, um ganz ehrlich zu sein. Aber wir testen das jetzt mal. Dann werden wir jetzt auch alle Streitwegen, die wir finden können, mitnehmen, damit wir eine nette Streitwagengruppe zusammenkriegen. Die habe ich leider vergessen. Ein Ambush-Streitwagen, okay, das ist lustig. Leider vergessen, den Rank zu erhöhen. Das ist auch eine ziemlich gute Goblin War Party. Auch nicht so gut für uns, dass die gut sind. Können wir dem Mob da leicht in die Flanke fallen? Nee. Ah, könnte passen. Nichts Genaues weiß man nicht. Aber die sind auf jeden Fall beschäftigt. Okay, wir können die Trolle gar nicht angreifen. Aber die können jetzt die Shotbows angreifen vielleicht. Hier kriege ich schon mal einen Schaden, ist gut. Hier so ein bisschen schräg fahren, damit wir die erwischen können. Ja, das habe ich befürchtet. Ja, das habe ich befürchtet. Das war ein ziemlicher Schlag gegen die Harpien. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht, um die Shotbows noch zu besiegen. 2 Harpien gegen 15 Goblins. Okay, die kommen nicht ran. Das macht die Sache sowieso irrelevant. Ich dachte, dass die da rankommen. Habe ich nicht gut genug hingeguckt. Jetzt bin ich zerschossen. Ah, 4 Hits. Ja, reicht genau. Nicht so ganz so funktioniert, wie ihr hofft. Und die wollen, glaube ich, auch nicht unbedingt gegen Trolle kämpfen. Na, gegen die Goblins im Nahkampf, das geht vielleicht. Die haben 3er Defense, die haben 5 im Angriff. Mit 6. 6 wäre schon besser. Dann dürfen die noch auf 6 rüsten. 6 zum Verhexen. Okay, Schritt ein Hund. Aber wir gehen, na gut, können die nicht schaffen. Oh, das macht sich auch ganz gut bewährt. Nur ein 4 Defense. Auf jeden Fall irgendwie mehr Defense. Ein Chaos Stats. Ganz gut. Ordentlich. Hier rennt er frontal rein. Und du fährst in den Rücken der Trolle. Und wenn das nicht ausreicht, bist du die Runde drauf parat. Und die fliegen ja vielleicht auch. Okay. Das war sehr gut gehalten. Sehr, sehr gut gemacht. Jetzt fahren wir alle mal lustig in die Trolle rein. Also nicht alle, aber
Teile unserer Armee. Die Hunde bleiben natürlich, wie sie sind. Ja, das war nicht schlecht. Das war gut. Müsste der Chariot nochmal 2 Schaden machen. Damit der andere Troll auch tot ist. Gut, der eine Schaden, der überspringt, wird regeneriert, aber die fliehen eh und damit ist der Kampf vorbei. Gut, war schon auch so vorbei gewesen. Ja, wir haben hier leider alle Harpien verloren. Natürlich nicht so optimal. Wir nehmen, ja, wir müssen den Recruiter mitnehmen. Die Fähigkeit ist einfach zu gut. Ihr könntet noch ein bisschen beefiger werden. Oder er kriegt einen Random Stat. Oh, 2 Wounds, okay. Keine weiteren Fragen. Damit haben wir unsere Anvil-Einheit. Ja, Harpien, gehen wir zurück. Schon wieder vergessen, die Hunde ein bisschen besser zu machen. Das ist gut, die sollten in die Reaver fahren. Kleinen Harpien. Wobei eigentlich müsst ihr nur die Charge Attacks der anderen aufhalten. Ihr könnt da rein jampen. Jampen? Oder jampen gesagt? Eieiei. Doch noch früh. Ja gut, Partner rein. Der Nutzen einer Tank-Einheit, eines Ambosses sozusagen, eine Amboss-Einheit, ist verhältnismäßig gering. Wenn die sonst nur aus Kavallerie bestehen, dann werden die nämlich gar nicht angegriffen. Fällt mir gerade mal so auf. Aber naja, lieber haben als brauchen, wie man so schön sagt. Das war exzellent schlecht. Ja, der Chariot ist nicht optimal, sage ich mal. Wir haben auch ziemlich schlecht getroffen. War auch ziemlich schwach. Aber es reicht. Hier rein. Und ihr geht hier rein. Also den Commander auf dem Streitwagen, ich weiß ja nicht. Welchen Grund, warum man das nicht so oft macht. Das war gut. Ja, 8 Treffer ist natürlich katastrophal. Aber um 4 gewonnen. Können die auch schon mal weglaufen. Gemacht. Das war auch ordentlich. Also die Rüstungshilfe gut verkackt. Gut, ohne Hochelfen gibt es wohl auch keinen Kampf. Wobei, bei Tiermenschen könnten sie auch gegenseitig kämpfen, schätze ich mal. So, unser Chariot kriegt mal eine Wunde mehr. Müssen wir heilen. Geld nehmen. Ja, hört, heilt euch alle. Geht zum Elitekampf. Elitekampf gegen die Orks, also mit Streitwagen und Rolle nehme ich an. Ist die Ambush-Fähigkeit auch, sollte man die nicht so sehr benutzen, wie ich das gerade tue. Wir haben einen Riesen. Wie soll ich den denn kaputt kriegen? Wie töte ich denn einen Riesen? Den mache ich ja eigentlich nichts.
jetzt auch ein bisschen gewagt von den Schweinereitern. Wie gesagt, wir ein bisschen schneller. Dann können wir auch einfach reinrennen. Aber den Riesen müssen wir eigentlich austanzen. Da habe ich nichts gegen. Hier kriege ich halt 4 Attacks zurück. Die Harpien-Truppe. Nee, die haben jetzt eh 5 Power im Angriff. Dann brauchen wir den Skill auch nicht benutzen. Das war total dusselig von mir. Hätte mit den Hunden noch weglaufen müssen. Ich habe die ganze Zeit über den Skill vom Anführer nachgedacht, ob wir den benutzen oder nicht. Und bin zu Nein gekommen, aber ich eigentlich nicht die Runde für beenden müssen. Geht das schlecht? Das ist in Ordnung. Die fliehen ist sogar gut. Ja, ich will eigentlich nicht, dass meine Hunde umgebracht werden. Von dem Riesen, deswegen gehe ich einfach mal. Fliehende Einheiten zählen ja nicht als Verluste. Der macht seinen Warcry, dann mache ich auch meinen Warcry, so nämlich. Wir brauchen hier mehr Skill. Hier auch, mal abgesehen. Und mehr Armor, wir brauchen eigentlich mehr von allem. Okay, da hätte auch durchaus ein paar Treffer mehr reingehen können. War gut um 4 gewonnen. Reicht diesmal wenigstens. Töten 3. 5 Hits ab. Der ein Modell. Der 2 Lebenspunkte inzwischen haben. Die Wahnsinnigen. Rennen da wieder ein paar. Muss da mal hinterher rennen. Wir fliegen hier weg. Und dann hoffen wir mal, dass die Warrior jetzt die Roots auseinandernehmen. Ah, nicht ausreichend. Immer noch Ravery. Okay, jetzt geben sie diese Runde auf. Dann ist der Kampf vorbei. Dann brauchen wir jetzt auch nicht weitermachen. Und können den Turn skippen. Was wir ja gerade schon aus Versehen gemacht haben. Bisschen voreilig, aber nun ja. Naja, Kampf war gut. Nun für sich. Ihr könnt auf 11 Leute ranwachsen. Ihr könnt einen Skill mehr kriegen oder ihr kriegt mal mehr Outsies. Oh, Wachstum 5. Das ist stark. Wir haben ziemlich wenig Geld. 300 nur. Okay, wir können jetzt unser Geld ein bisschen erhöhen. Haben wir hier noch eine... Oh, oh. Wir haben aber kein Zelt mehr. Kriegen wir die da alle rein. Wir kriegen eine Menge Geld. Und Reroll Missed Attacks. Machen wir mal Anführer. Das ist stark. Ich dann noch plus 1 to Hit Rolls. Der hat jetzt 5 Power wegen der Great Weapon. Dann hat er noch 4 Power. Nee, er behält die Great Weapon. So, und der Chariot hat das Armor Plating noch nicht. Wir können hier noch Centaurs mitnehmen.
Noch mehr Units. Unsere Goatmen haben 5 Defense, ne? Ja, wegen dem Schild. Mit mehr Attacks würden die natürlich auch ein bisschen mehr Schaden machen. Können aber auch die Quest Standard nehmen. Mehr als einen Kampf machen die ja meistens eh nicht. Was haben denn Tauren für Waffen? Einfach nur eine Handweapon? Mehr nicht? Okay. Dann kriegt ihr mal 2 Handweapons und ja, Shortbows. Haben wir ein bisschen. Geht ja eh nicht um deinen Movement, dann kannst du auch eine Rüstung mehr kriegen. Und der kriegt halt noch den Charge-Bonus. Alles klar. Okay, unser Hero wird zum Magier. Damit würfeln wir ja immer Einsen. Da sind wir eigentlich ganz geschickt drin. Target Unit Rerolls Failed Damage Saves. Ich weiß nicht, was die aufgewertete Version des Radiant Shield ist. Deswegen nehmen wir das mal mit. Wenn das au, also auf alle geht, dann Alali. Das wäre ziemlich krass. Wäre schon unfair. Hier sind zu viele Units. Wir können keine nicht skippen. Mal ein bisschen vor. Okay. Wäre jetzt eine breitere Front gut gewesen. Die kommen aber da eh in die Flanke. Dann sollten wir da vielleicht nicht vorlaufen. Dann übernimmt unser Chariot das Chariot. Achso, wir haben noch Bögen, ne? Okay, unser Chariot übernimmt doch vielleicht nicht das Chariot. Können wir da ran? Ja. Okay, unser Boatman Warrior. Frage, ob wir da in die Flanke kommen. So, die haben ja noch Beschuss, ne? Na gut, die könnt ihr schießen. Die sollten mit den Rerolls ein bisschen was überleben. Dann haben wir hier noch Wuffis. Die dann wohl frontal in die reinrennen. In der Hoffnung, dass sie es überleben. Warten. Kann auch da reinrennen. Aber wir retten die mal. Töten dabei die. Okay, wir können keinen Gegenangriff machen. Das ist blöd. Genau, einen Schritt zu blöd. Aber hier machen wir natürlich unseren Warcry. Wir werden da auch vielleicht denen ihre Rüstungswürfe wiederholen lassen können. Aber okay, die rüsten auf eine 3. Ja, da wäre es nicht ganz gut gewesen. Okay, wen haben wir denn noch? So. Na gut, dann nehmt eure zusätzliche Attacke. Das Banner hatte ich schon wieder vergessen. Das ist schlecht. Das ist ziemlich schlecht. Wir gewinnen einen. Wir lernen daraus, wir nehmen keine Chariots mehr. Wiederum war gut. Die Elfenspeerträger sind, nehme ich mal an, Hopp. Und die brauchen auch irgendwie einen Lebenspunkt mehr. Unser Problem ist tatsächlich, dass wir wenig treffen. Was wiederum mich sehr an das Tabletop erinnert, was ja erstmal gut ist.
finde ich. Unser Kampfgeschick, unser Skill ist einfach nicht so atemberaubend, wie er sein könnte, sage ich mal. Ist noch eine Rücken, aber warum sollte das wollen? Lass die wegrennen. Du kommst da wohl eh nicht ran. Du kannst ja noch schießen, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ein paar Lucky Hits kann man ja mal machen. Da fiel doch einfach deinen Rücken an, oder? Die bewegt euch langsam auf die Weapon Master zu. Und ihr kriegt das Radiant Shield. Und ihr könnt 4 plus wiederholen. Okay, du bist nicht so super gut. Wir verlieren hier noch den Kampf gegen das Chariot. 3 Treffer. Der Reroll war Gold wert. Der war wirklich wichtig. Hier und hier. Und du musst mal hier vorrennen. Kannst dahin laufen. Ihr könnt hier noch vorrennen. Und du gibst hier jetzt mal Radiant Shield. Nicht, dass du uns hier noch umfällst. Ja, endlich mal 3 Treffer mit 3 Rerolls. Und nochmal Zeit. Und ihr haltet alles. Ja, sehr gut. Das war ordentlich. Das wiederum war mittelmäßig. Am Santos nur ein Lebenspunkt. Das wäre ziemlich kacke. Aber nee, die haben 6 mal 6 Wunden gemacht, ne? So, du kriegst. Ja, das brauchen wir nicht. Du kriegst das. Ihr kriegt Increased Skill. Oder ihr werdet eine größere Truppe. Größere Truppe. Das. Ihr müsst euch alle heilen.